und herzlich willkommen. Hi! Heute mal ein etwas anderes Intro. Vor uns brutzelt noch unser Fleisch gerade fertig auf der Glut. Wir sind, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, schon mitten in der Tour. Wir sind heute den ganzen Tag gewandert. Wir sind extrem erschöpft. 20 Kilometer knapp sind wir bis hierher gelaufen. Die ersten davon waren noch Schotterweg, das ging einigermaßen, wobei wir in unseren Rucksäcken beide fast 30 Kilo haben, also es war trotzdem schon anstrengend. Und dann sind wir gegen Ende auch nochmal irgendwo falsch abgebogen, was wir leider zu spät bemerkt haben. Und durften uns dann erst noch durch einen Sumpf und dann hier querfeldein kämpfen. Und deswegen sind wir jetzt schon ganz schön erledigt. Ja, was haben wir vor? Hier in dem Rucksack, an dem ich mich gerade anlehne, ist ein Packraft. Da unten ist ein See, zu dem wir jetzt hingewandert sind und auf dem wir morgen lospaddeln wollen. Hier sind einige Seen in der Region, die allesamt mit Flüssen miteinander verbunden sind. Und den ganzen Weg, den wir jetzt hierher gelaufen sind, den wollen wir uns an den nächsten Tagen wieder zurück übers Wasser kämpfen, übers Wasser paddeln. Ja, mit allem, was wir jetzt gerade auch machen, was immer dazu gehört, in der Wildnis zu leben. Mit dem Feuer kochen, draußen übernachten. Wir wollen angeln. Und ja, wir denken, es wird auf jeden Fall ein ganz schönes Abenteuer, denn wir wissen eigentlich nicht viel, außer das, was einem Google Satellit und vielleicht noch die Karten verraten. Auf den Flüssen kann uns alles erwarten, auf den Seen kann uns alles erwarten. Wir haben auf dem Weg hierher sogar noch Seen gefunden, die noch ein bisschen zugefroren waren, also die waren noch nicht ganz aufgetaut. Ja. Also selbst das kann passieren. Deswegen, wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber wie gesagt, wir sind ja erledigt, deswegen werden wir jetzt hier gleich noch aufessen und dann ins Bett gehen. Das heißt, wir dürfen noch eine Nacht schlafen, bis es für uns losgeht. Aber für euch geht es direkt nach dem Intro los, also bleibt unbedingt dran. Guten Morgen, wäre heute eine glatte Lüge, denn es ist Mittag. Wir haben den Vormittag gebraucht, um uns ein bisschen zu erholen. Sind schon sehr erschöpft von gestern, muss man sagen. Muss der Fairness halber dazu aber auch noch sagen, dass wir beide nicht unbedingt in unserer besten Form sind. Eigentlich wollten wir gestern mal ein bisschen locker wieder reinkommen, aber das viele Gewicht und vor allen Dingen dann auch noch die widrigen letzten 5 Kilometer waren schon ganz schön anstrengend. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt nur noch zusammenpacken, die Sachen zum Wasser runtertragen, das sind, keine Ahnung, 200 Meter ungefähr, das Boot dort aufbauen und dann lospaddeln, in der Hoffnung, dass wir hier auch vernünftig loskommen, weil der See ist nur mit einem, auf der Karte nicht mal eingezeichneten kleinen Bach mit dem Fluss, den wir dann danach fahren wollen, verbunden. Mal gucken, ob wir da überhaupt durchkommen. So oder so starten wir jetzt, packen zusammen und dann geht's los.
Pass auf, dass du dir keine Schnur um den Fuß wickelst, so wie ich. Und dann können wir los. Okay, wir sitzen hier sehr nah Da beieinander. ist der Bach, ne? Ähm, Der möchte schon weiterfahren, aber richtig. ja, das ist er, glaube ich. Geil. Okay. Easy peasy. Locker passen wir hier durch. Ich hoffe mal, man sieht es auf der Kamera. Passen die natürlich nicht locker durch. Im Zweifelsfall, wir sind ja voll Neopren bekleidet, springe ich gleich ins Wasser und schieb. Ja. Hätte ich das jetzt mal nicht gesagt. So. Ja. Wow, ist dieser Graben tief. Alter. Mhm. Ach du Scheiße. Also ich muss nicht viel Kraft aufwenden zum Schieben. Okay. Und der Graben ist auch echt richtig tief. Also auf jeden Fall tiefer, als meine Beine lang sind. Schneller! So, ab hier muss es jetzt aber wieder gehen, oder? Ja. Gut, dann trinke ich jetzt noch mal ein großes Stück Wasser. Oh. Ich warne schon mal vor, ich stinke nach Matsch und Moor und Schmutz und Dreck. Lieber nicht gönnen. Genau, alles wie immer. Zurück auf dem Wasser. Klappe die zweite. Ja, also es markiert mir das jetzt halt in beide Richtungen, aber Ja. Ja. Nee, dann, ist schon richtig, ne? ja. Rechts rum. Fließt auch, glaube ich, in die Richtung. Wenn man das Fließen nennen kann, okay. Gut. Also Leute, ich entschuldige mich schon mal, wenn die Aufnahmen von der Position der Kamera nicht so gut sind. Wie man an Christins Kopf erkennen kann, haben wir unsere Helme im Auto vergessen. Und da wären eigentlich die Actioncam-Halterungen dran gewesen, dann hätte man auch eine schöne Perspektive. Ihr könntet immer schön das sehen, was wir sehen. Und jetzt mussten wir sie aber leider notdürftig an den Schwimmwesten festmachen. Das ist leider keine gute Lösung. Also wenn ich meine Schulter hochhebe, dann fällt die einigermaßen gerade. Jetzt mal ein bisschen breiter. Wir haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall die erste Stelle, die sich anbietet, zum an Land gehen und übernachten nehmen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt hier noch eine sehr lange Zeit so moorig bleibt, wo dann wenig Stellen sind, die ist ziemlich groß. Und bevor es dann spät wird und wir nichts mehr finden, das Risiko wollen wir auf jeden Fall nicht eingehen. Ha? Rechts. Der wird aber schmal. Da vorne, ich hoffe, kann man uns sehen. Es ist eine Stromschnelle, eine Mini-Stromschnelle. Aber die wird insofern spannend, weil sie so mini ist. Gucken, ob wir da durchpassen und nicht irgendwo hängen bleiben. Okay. Ach so, hier ist ein Weg. Stimmt, der war sogar eingezeichnet. Das erste menschengemachte Hindernis. 100% Wildnis ist es nicht, hier ist ein Schotterweg. Dann geht ein Rohr drunter durch. Entweder da. Da kommt er durch die Rohre. Boot ist wieder im Wasser. Die Fahrt kann weitergehen. Und weiter geht's. Hier fließt er auf jeden Fall schneller. Sehr vorausschauend fahren. Baum. Vorne liegt ein Baumkern, wir müssten hier eh noch mal rausheben. Deswegen gucken wir uns das mal an, ob es hier vielleicht zum Nächtigen geeignet ist. Wir steigen wieder ein. 2 Bäume, die wir jetzt hier umtragen mussten. Wir fahren weiter, weil hier war gar nichts, wo wir das Zelt hätten aufbauen können. Wünscht uns Glück, dass bald was kommt, weil das Umtragen hat jetzt ganz schön Zeit gekostet.
Also, weiter geht's. Schaffen wir da durch? Ja, wenn wir ganz gut von helfen können. So. Ziemlich weit rechts, dass wir nicht hängen bleiben. Scheiße. Okay, das ist nicht frei. Ich hoffe, die Aufnahmen lohnen sich für euch. Ich muss die Kamera mit den Zähnen halten. Kosten für den Kieferorthopäden übernimmt ihr. Hier gehen wir nochmal lang. Sieht so aus, als könnte da vielleicht irgendwo ein schöner Platz für uns sein. Schauen wir uns mal hier rüber, oder? Ja, die seichte Stelle. Da könnte auf jeden Fall was sein, ja. Das Lager ist errichtet. Es ist Essenszeit. Wir haben uns heute entschieden, da der Boden hier voller Wurzeln ist, dass wir auf dem Hobo kochen. Safety first. Und ja, an der Stelle dürfen wir uns einmal bedanken. Und zwar bei Jakob von Fennec. Und zwar für den Hobo Premium Titan. Das Titan Grillrost, das ihr gestern schon gesehen habt. Und die Titanzange, die ihr auch gestern schon gesehen habt. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden und ich würde sagen, legen auch direkt mit dem Kochen los. Zu essen gibt es heute Wraps. Dafür müssen wir als erstes die Soße anrühren. Dafür habe ich zu Hause schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt quasi eine Fertigmischung. Da drin ist Veggie-Hack, der Haltbarkeit wegen, zusammen mit Kidneybohnen und Zwiebeln. Die habe ich schon dehydriert für die Haltbarkeit. Und eine Fertigmischung Chili con Carne Style. Das kommt jetzt alles zusammen in das Wasser. Muss dann ungefähr eine halbe Stunde kochen, damit das alles wieder schön soßig wird und saftig wird. Und dann gibt es dazu natürlich die Wraps und ein bisschen Käse. Das kommt jetzt da rein. Und sobald das Wasser kocht, ungefähr 25 bis 30 Minuten.
Soße ist fertig. Erstmal beiseite. Wrap. Käse. Das wird schmelzen. So ein bisschen vorsichtig sein, sonst brennt das nämlich ziemlich schnell an. Das sieht ja schon gut aus. Oh, heiß. Das wird jetzt heiß sein, ja. Ja. Ich probiere für euch trotzdem, auch wenn ich mir jetzt die Schnute verbrenne. Oh, der Käsefaden, ich habe es gesehen. Wow, geil. Sau heiß, aber auch extrem lecker. Mit dem Veggie-Hack zusammen schmeckt ganz gut, ne? Das Essen war sehr lecker. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Das hat richtig gut getan. Nach dem Tag, der war auch schon wieder anstrengend. Zwar bei Weitem nicht so anstrengend wie der gestrige Tag, aber trotzdem hat er dann auch noch so ein bisschen die Erschöpfung vom Vortag in den Knochen. Da hinter euch, hinter der Kamera, geht gerade die Sonne unter, da wo auch unser Zelt steht. Wir haben es aber trotzdem deutlich früher als gestern. Gestern sind wir erst um kurz vor 12 schlafen gegangen. Und jetzt haben wir gerade mal eben 9:30 durch. Ja, wir werden jetzt auch gleich nur noch Zähne putzen und dann ins Bett gehen, dass wir morgen wieder fit sind und dann hoffentlich morgen auch ein bisschen früher loskommen, dass wir morgen auch ein bisschen mehr Strecke schaffen. In diesem Sinne würde ich sagen, gutes Nächtle. Gute Nacht. Guten Morgen. Morgen. Und diesmal ist es auch wirklich noch morgen, 8:30, um genau zu sein. Wir sind gestern früh ins Bett gekommen, haben gut geschlafen und so sind wir heute auch wieder einigermaßen pünktlich rausgekommen. Wir starten wie immer mit Kaffee und Müsli in den Tag. Das Müsli hat die Christine vorher angemischt. Fertigmüsli, abgewogen, dann Milchpulver mit dazu. So spart man Platz und vor allen Dingen auch Gewicht, denn dann muss man nur noch Wasser drüber gießen und das kann man sich hier aus der Natur entnehmen, wenn man einen Wasserfilter dabei hat sowieso. Und ja, auf Natur wie dieser ist es nicht verkehrt, so viel Gewicht wie möglich zu sparen. Ja, wie jeden Tag, wir werden uns das Ganze jetzt hier zu Gemüte führen und dann in den Tag starten, indem wir abbauen, zusammenpacken und dann werden wir lospaddeln. Das Packen hier draußen dauert immer
erstaunlich lang. Ist man jedes Mal verwundert. Heute hat es sogar noch ein bisschen länger gedauert, weil wir haben noch ein bisschen rumprobiert. Zum einen das Gewicht vielleicht noch ein bisschen besser zu verteilen, aber vor allen Dingen auch, dass wir ein bisschen besser filmen können als gestern. Wir haben die eine Kamera hier vorne drauf irgendwie platziert bekommen. Das Boot hat zwar vorne eine GoPro-Halterung, die bringt uns aber leider jetzt gerade nicht so viel, weil die Tasche davor ist. Und ja, ich werde, wenn es actionreich oder schön wird, die Kamera wieder mit dem Mund halten, so wie gestern, dass ihr auch nochmal einen zweiten Blickwinkel bekommt. Ja, gestern haben wir uns bei Jakob von Fennig bedankt und heute möchten wir uns mal bei Jan Arz von Arz Outdoors bedanken. Zum einen, weil er uns das Packraft hier für die Tour zur Verfügung gestellt hat, leihweise. Ohne das hätten wir die Tour, glaube ich, nicht antreten können, weil das Scout hier durchs Gebüsch zu tragen wäre ein bisschen hart geworden. Und ja, das Zelt, was ihr jetzt schon ein paar Mal im Hintergrund gesehen habt, unser Nordis Opland 2 LW, haben wir auch dank ihm und mit dem Zelt sind wir echt extrem zufrieden, da freuen wir uns sehr. Deswegen einmal ganz lieben Dank an dich, Jan. In dem Sinne würde ich sagen, nutzen wir das Packraft wieder, so wie es sich gehört. Gehen auf den reißenden Strom. Ne, keine Ahnung, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ist das schon ein Fluss oder ist es noch ein Bach? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Und ich kann auch schon mal so viel versprechen, wir haben den Fluss gegen Ende schon mal gesehen, der wird auch noch breiter, es wird noch ein Fluss werden. Los geht's! Der Strom hat uns erfasst. Mitgerissen. Sagen wir die Frische vorne im Wasser. Mit vom Boot hier. Da. Frische? Ja, wieder zwei. Ich dachte, der treibt was und guckt so raus, aber es waren Frische. Kleine Orientierungsprobleme. Von da hinten sind wir irgendwo rausgekommen. Da vorne sieht es so aus, als könnte man lang. Hier auch. Aber wahrscheinlich müssen wir irgendwo da vorne durch. Zumindest laut GPS. Am Ende vom See müssen wir nach links. See ist richtig. Tümpel. Ein menschengemachtes Hindernis. Über einen Schotterweg mit einer Röhre drunter. Die Röhre sieht größer aus. Aber ich vermute, da kommt man trotzdem nicht durch, oder? Ich glaube nicht. Da steckt auch ein Baum drin, ne? Da liegt ein Baumquer und das sackt auch ein in der Mitte. Ja. Der erste von mehreren Seen, auf denen wir jetzt ankommen. Geht auch schon deutlich mehr Wind drüber. Ah, schön. Ich vermute mal, jetzt kommt eigentlich auch eher so langsam der Teil der Tour, auf den wir uns gefreut haben. Weil ich gehe mal davon aus, das war ja jetzt, was wir gepaddelt sind, eher ein Zufluss vom See. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was jetzt aus dem See rausfließt, dann größer ist. Deutlich actionreicher. Ja, vielleicht nicht unbedingt actionreicher, aber auf jeden Fall größer und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Fließgeschwindigkeit. Ja, mal gucken. Was ich glaube ich gar nicht gesagt habe bisher. Der letzte Teil der Tour, der wird sowieso spannend, weil der letzte Fluss, der fließt in die falsche Richtung. Das war anders leider nicht möglich. An der Straße
ja, an dem Fluss ist dann die Straße so rum oder Schotterweg, wo unser Auto steht. Und den müssen wir dann noch ein bisschen hoch paddeln. An der Stelle, wo das Auto steht, haben wir uns den auch angeguckt. Und da fließt er auf jeden Fall nicht schnell. Müssen wir mal gucken. Aber kann gut sein, dass wir dann da das eine oder andere Stück nochmal umtragen müssen, wenn die Strömung zu stark ist. Der Mond die ganze Zeit. Ne? Kurzes Päuschen hier am Gras. Selbstgemachte Müsli-Riegel von der Christine. 500 Kalorien circa. Und total lecker. Welche Sorte hast du jetzt da? Die unbeschrifteten? Ja. Erdnuss mit Korinthen. Erdnuss mit was? Korinthen, das sind diese ganz kleinen Rosinen. Mega lecker. Kommt daher der Spruch Korinthenkacker? Wenn man zu kleinlich nimmt? Das Kann ja nur sein, oder? Stimmt. Macht Sinn. Sorry, aber wir müssen genau da lang. Wir kommen jetzt auf den ersten von mehreren kleinen Seen. Der sieht bis jetzt auch wirklich klein aus. Aber wie erwartet war der Fluss jetzt hier schon breiter. Ja. Definitiv auch ein Fluss. Ungefähr so breit wie die Öffnung, die ihr jetzt hier vor euch seht. Ging es eigentlich die ganze Zeit. Quasi keine Fließgeschwindigkeit der Fluss. Das ist Paddeln wie auf einem See. Hier sind wir jetzt am Ende des kleinen Sees. Und da kommt auch schon die nächste kleine Stromschnelle. Jetzt geht's richtig ab. Die Steine. Ja, sehe ich. Ja. Das war jetzt aber schon heftig, ne? Ja, im Verhältnis zu einem bisher. Wir müssen uns hier drüber heben. Ja, das schaffen wir noch. Da vorne liegt wieder ein Baum quer und der Fluss führt scheinbar nur drunter durch. Und wir hören dahinter eine Stromschnelle oder irgendwas Wilderes. Ja. Heißt, wir müssen so oder so erstmal anlanden und gucken, wo wir lang können. Oh, ich glaube, da geht es tief runter. Guck mal, die Bäume da hinten. Oh ja. Nicht mit dem Boot. Und vor allen Dingen auch nicht mit den Baumhindernissen. Aber da hinten kann man auf jeden Fall schon mal wieder rein. Wird trotzdem spaßig zu umtragen, weil hier überall Bäume sind und so. Hier müssen wir auf jeden Fall die Rucksäcke abnehmen und alles einzeln tragen. So, ich kann nicht anders.
als hier einmal durchzukurbeln. Oder wahrscheinlich mehr als einmal. Wenn irgendwo was steht, dann an so einer Stelle. Ah! Abgehoben. Nice. Konntest du es sehen? Vom Land aus hat das Angeln eben, ich will nicht sagen nicht gut geklappt, weil ich hatte tatsächlich 2 dran, die ich dann beide aber wieder verloren habe, weil ich den bis zu spät gemerkt habe und den Anhieb nicht richtig gesetzt habe. Und eigentlich angelt man ja auch so, dass man den Köder mit der Strömung führt, weil die Raubfische, die hier stehen, die warten darauf, dass irgendwas darunter gespült wird, was sie sich als Snack gönnen können. Deswegen werde ich es jetzt nochmal von hier aus versuchen. Oh, ein dicker. Nicht. Ein dicker. Ja, zieh uns aufs offene Wasser, Moby Dick. Wer kommt da? Ja. Hm? Über die Schnauze. Die sich dann gleich reinfaltet. Ja. Aber es kann durchaus noch eine Weile dauern. Das gibt's doch nicht. Nein! 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 Ärgerlich. Ja, falsche Anweisung von mir. Ich hatte der Christine gesagt über die Schnauze, aber es wird total bescheuert. So hat sich dann der Köder im Kescher verhangen und der Fisch konnte sich lösen. Ich gehe mal davon aus, dass er zumindest hin und wieder zu sehen sein wird auf der Aufnahme, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also war jetzt kein Monster, nicht falsch verstehen, aber im Verhältnis zu der leichten Route. Der durfte jetzt schon eine Weile ziehen. Ja, wäre ein schöner Fisch gewesen. Ja. Aber gehört auch mit dazu. Aber hat Spaß gemacht, ne? Hat Spaß gemacht, ja. Cool. Auf jeden Fall. Kurz vom Boot, ne? Ja. Ich dachte, du holst den Köder jetzt raus Ja. und dann nochmal zack. Ja, wollte ich auch. Ich war gerade am rausgeholt Ja. und dann zack ging er drauf. Ja. Ist nicht selten so, die laufen ja dann lange noch hinterher. Wahrscheinlich war er gerade so am Zuschnappen und hat uns dann gesehen, so, scheiße. Zu spät. Ja. Köder geschluckt. Jo, ich würde sagen, 2-3 Mal probieren wir es noch. Und dann geht's Und weiter. sonst geht's weiter. Ja, ich denke mal, wir werden alles verscheucht haben mit dem langen Drill. Den Hecht, den wir hier quer durch den Teich gezogen hatten. Oder der uns quer durch den Teich gezogen hat. Deswegen paddeln wir jetzt mal weiter. Es wird sonst langsam auch zu spät. Wird sicherlich noch die ein oder andere Stelle kommen, an der man schön angeln kann. Bestimmt. Wir sind jetzt gerade auf einem ganz großen See gefahren. So groß, dass er sogar ein paar kleine Inseln hat. Und die werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Auf die paddeln wir jetzt zu. Wenn die was zum Übernachten sind, dann werden wir da auch direkt bleiben. Dann hätten wir es noch früh genug und vielleicht können wir sogar noch ein bisschen angeln da. Da hinten irgendwo geht's nachher weiter oder morgen weiter hoffentlich erst. Und hier links auf der Karte gehört es schon zum Festland, sieht aber so aus, als wäre das auch sowas wie eine kleine Insel. Gucken wir uns auch nochmal an. Hier könnte es gehen. Ist jetzt auch nicht super eben, aber vielleicht kann man irgendwo was drunter legen. Gleicht sich das einigermaßen aus und müsste von der Länge her auch noch reichen fürs Zelt. Und ich sehe gerade, hier stehen überall Bäume im Wasser. Also wahrscheinlich ist das normalerweise keine Insel. Wenn jetzt nur durch das viele Wasser, was wir zurzeit hier haben. Das passt schon.
Eine Ameisenstraße. Richtig gut zu erkennen schon von weitem. Die ganze Insel ist sehr uneben und überall von Pflanzen überzogen. Und es gibt sage und schreibe 0 Steine auf der ganzen Insel, aus der man mal hätte irgendwie eine einigermaßen feuerfeste Unterlage für den Hoboofen bauen können. Deswegen habe ich hier aus etwas Holz und unserem Schneidebrett eine Unterlage für den Gaskocher gebaut. Mehr brauchen wir heute auch definitiv nicht, denn wir müssen nur Nudelwasser kochen und dann da drin Nudeln kochen. Denn es gibt heute Bärlauchpesto. Das rühren wir noch frisch ein. Das ist getrockneter Bärlauch. Heißt zu Hause bei meiner Mama im Garten geerntet, frisch. Dann gedörrt, in Dörrtomaten und vakuumiert, damit es haltbar bleibt. Erstmal ein bisschen Wasser rein. Der muss erstmal wieder ein bisschen Feuchtigkeit ziehen. Entfaltet den Geschmack. Heute ist St. Patrick's Day. Alles grün. Das stimmt. So kommt jetzt noch Olivenöl. Sonnenblumenkerne. Die habe ich zu Hause schon mal geröstet und zerkleinert. Das wäre draußen ist ein bisschen schwer geworden. Und dann natürlich auch vakuumiert. Wie man sieht. Erstmal verrühren. Riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. Bärlauch einfach genial. Pfeffer. Und Parmesan. Jede Menge Parmesan. Was ist denn da drin? 80 Gramm, okay. Wie viel machst du jetzt rein? Ungefähr 60, 65. Den Rest gibt es dann als Topping. Genau, den Rest lassen wir drin. Perfekt. Zu Hause machst du das, glaube ich, mal mit dem Stabmixer, ne? Genau. Das ist ein bisschen schneller und einfacher zu Hause. Müssen wir uns für den nächsten Urlaub hier noch einen Stabmixer mit Akku holen, ne? Genau. Fertig. Das wird abgegossen.
Genau, Deckel drauf und Parmesan drüber. Die schmecken mindestens genauso gut wie zu Hause. ja, Ich finde, man merkt auch keinen Unterschied, dass der Bärlauch jetzt dehydriert gewesen ist zwischenzeitlich. schmeckt Gar nicht. richtig frisch. Ja. Und wahrscheinlich schmecken, nein, nicht wahrscheinlich, sie schmecken hier sogar noch besser in der Atmosphäre. Das gehört schon auch immer dazu, ja. Ja, da vorne der Sonnenuntergang. Und hier ist wirklich gar nichts los. Also keine Menschenseele. Hat die absolute Ruhe. Ja, hier ist nichts. Ist einfach Natur pur. Da, wo wir sonst so sind, sieht man immer noch mal irgendwo eine Hütte oder so. Oder, keine Ahnung, wenn man auf dem großen See unterwegs ist, auch hin und wieder mal einen anderen Kanuten. Mhm. Aber hier ist wirklich gar nichts, ja. Gut, wir haben jetzt auch Anfang Mai, muss man auch dazu sagen. Ne? Also, dass es überhaupt jetzt so warm ist, ist schon unfassbar. Wir haben ja die ganze Zeit über 20 Grad tagsüber. Und selbst unten jetzt. die Seen waren noch gefroren. Ja, wir haben echt nicht wenig gefrorene Seen unterwegs gesehen. Und auch noch einen, der war wirklich nie weit von hier entfernt. Ja. So. Und jetzt haben wir 8:30. Und ich kann hier im offenen Hemd mit Tanktop drunter sitzen. Ohne dass es mich fröstelt. Das ist schon genial. Das Paddeln heute war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, den Fluss entlang zu fahren, auch wenn er größtenteils von der Fließgeschwindigkeit nicht wirklich ein Fluss gewesen ist. Aber die Kulisse hier ist einfach wundervoll. Es ist wirklich gar nichts los. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Es ist total warm. Also einfach nur herrlich. Das Essen gerade hat sehr, sehr gut getan. Aber jetzt werden wir auch wieder langsam müde. Vorne geht die Sonne unter. Wir gehen ins Bett und morgen wird weiter gepaddelt. Jawohl. Gutes Nächtle. Gute Nacht.